Wir lernen heute einen einfachen Impulsgeber mit nur wenigen Bauelementen kennen. Mit Lautsprecherausgabe wird daraus ein elektronisches Metronom als Taktgeber für die Musikausbildung oder beim Geben von Morsezeichen. Die Anordnung der beiden Transistoren erinnert an das Ersatzschaltbild eines Thyristors. Der schaltet einen Stromkreis durch einen Zündimpuls ein und unterbricht ihn erst wieder, wenn der Strom einen Mindestwert unterschreitet. Zunächst lädt sich der Kondensator über R1 und R2 auf. Wie lange das dauert, hängt von der Kapazität des Kondensators und den Werten von R1 und R2 ab. Mit R2 lässt sich die Zeit einstellen. Wenn die Spannung am Kondensator etwa 0,7 Volt größer wird als die Spannung an der Basis von Transistor 1, wird T1 leitend. Dadurch wird jetzt auch die Basis von Transistor 2 mit Strom versorgt und T2 leitet auch. Beide Transistoren versorgen sich jetzt gegenseitig mit Strom, wodurch beide durchgeschaltet bleiben. Der Kondensator entlädt sich jetzt über den Lautsprecher und der Impuls erzeugt ein Knacken. Nach dem Entladen wird der Strom durch die Transistoren so klein, dass beide wieder abschalten. Jetzt kann sich der Kondensator wieder aufladen und das Spiel beginnt von vorn. Je nach verwendeten Transistoren und Stromverstärkung können die Werte der Widerstände variieren. Es bleibt wieder viel Raum zum Probieren. Wenn ihr euch für weitere Ideen interessiert, hinterlasst einfach ein Abo für diesen Kanal.